Bist du auf der Suche nach einer einfachen Art, einen Kissenbezug für eine Nackenrolle zu nähen? Dann endet deine Suche hier. In diesem Video zeige ich dir die vermutlich einfachste Methode überhaupt. Mit nur 3 Nähten und einfachen Verschlüssen ist sie auch perfekt für Leute ohne Näherfahrung geeignet. Im Handumdrehen nähst du einen schönen, passgenauen Bezug für deine Nackenrolle. Also, los geht's! Um den einfachsten Kissenbezug für eine Nackenrolle überhaupt herzustellen, brauchst du nur Stoff und 2 50 cm lange Bändel. Miss als erstes deine Nackenrolle aus. Dazu brauchst du die Länge, meine ist 43 cm lang, den Umfang, der ist bei mir 42 cm und den Durchmesser. Bei mir sind das ungefähr 15 cm. Zum Glück muss dieses Maß nicht wahnsinnig genau sein, denn meine Nackenrolle ist schon so alt, dass sie komplett verformt ist. Das Schnittmuster ist ein Rechteck, das du jetzt ganz einfach mit deinen Maßen selber ausrechnen und aufzeichnen kannst. Die Breite des Rechtecks entspricht dem Umfang plus 2 cm für die Nahtzugaben. Bei mir ergibt das also 44 cm. Die Länge des Kissenbezugs entspricht der Länge des Kissens plus dem Durchmesser plus 18 cm. In meinem Beispiel sind das also 43 cm plus 15 cm plus 18 cm, was eine Länge von 76 cm ergibt. Schneide nun also ein Rechteck aus deinem Stoff mit diesen Maßen zu. Ich habe für dieses Projekt wieder einmal Stoffresten verwendet, weshalb ich mein Rechteck aus 2 Rechtecken zusammengesetzt habe. Wichtig ist, dass die Endmaße am Schluss stimmen. Markiere die Mitte der langen Kante mit einer Stecknadel oder einer Klammer. Miss die Hälfte der Länge des Kissens ab plus der Hälfte des Durchmessers. Bei mir sind das also 43 cm durch 2 plus 15 cm durch 2. Somit mache ich meine Markierung bei 29 cm von der Mitte ausgemessen. Halbiere einen Bändel und stecke ihn mit dem Umbruch an die Markierung. Achte darauf, dass du den Bändel auf der schönen Stoffseite aufsteckst. Mach dasselbe auf der anderen Seite. Falte die andere Kante des Rechtecks nach oben und steck die Kante zusammen. Die schönen Stoffseiten liegen dabei innen. Nähe die Kante 1 cm tief zusammen. Sichere die Stiche am Anfang, indem du 5 Stiche vorwärts nähst, dann wieder 5 rückwärts und dann erst gerade weiter nähst. Um 1 cm breit zu nähen, verstell deine Nähnadel so weit nach links, dass sie 1 cm Abstand von der rechten Kante des Füßchens hat. Dann musst du nur noch die rechte Kante des Füßchens den Stoffkanten entlang führen und nähst 1 cm tief. Nähe bei den Bändeln noch einmal rückwärts und dann erst wieder vorwärts. Dieser Trick gibt den Bändeln extra Stabilität und macht den Kissenbezug langlebiger. Sicher auch am Schluss die Stiche, indem du nochmals 5 Stiche rückwärts und vorwärts bis zum Ende des Stoffes nähst. Schneid die Fäden danach ab. Versäubere diese Kante mit einem Overlock oder Zickzackstich. Falls du nicht weißt, wie das geht, schau dir gerne mein anderes Video an, wo ich das im Detail nochmals erkläre. Ich verlinke es dir in der Beschreibung unten. Leg die seitlichen Kanten 1 cm um und schlag sie dann gleich noch 1 cm ein. Steck sie so fest. Mach das Ganze rundherum, bis es so aussieht und mach dann dasselbe auf der anderen Seite.
Nähe diesen Saum einmal rundherum. Für Fortgeschrittene ist es das Ziel, dass es einen möglichst kleinen Abstand vom Umbruch bis zur Nählinie hat. Sichere die Stiche hier ganz am Schluss, indem du nochmals über die Anfangsstiche nähst, rückwärts und wieder vorwärts und schneid die Fäden danach ab. Mach dasselbe auf der anderen Seite. Kehr den Kissenbezug von innen nach außen. Die Enden der Bändel kannst du nun einfach verknoten. Und damit ist der einfachste Nackenkissenbezug überhaupt auch schon fertig. Nun kannst du deine Nackenrolle mit dem Kissenbezug überziehen und an den Seiten eine Schlaufe binden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und ein Abo. Vergiss dabei nicht, die Glocke zu drücken. Schau dir auch gerne ein paar weitere Videos von mir an, die jetzt eingeblendet sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.